Hallo Leute, heute ist es endlich soweit. Die brandneue Shimano GRX Di2 kommt auf den Markt. Lange musste man drauf warten. Nun ist es endlich soweit. Die Zweifach-Gravel-Schaltung von Shimano kommt jetzt elektrisch. Alle Infos gibt's in diesem Video. Im vergangenen Jahr ist ja bereits schon die mechanische Shimano GRX Zweifachschaltung für den Gravel-Einsatz auf den Markt gekommen und man hat sich jetzt wirklich schon seit langer Zeit gefragt, wann kommt endlich die Di2-Version, also die elektrische Version. Nun ist es endlich soweit. 4 Jahre nachdem die letzte GRX Di2 auf den Markt gekommen ist, präsentiert Shimano nun den Nachfolger mit neuerdings 12 statt 11 Gängen hinten an der Kassette. Neu an der Shimano GRX RX825, das ist die offizielle Produktbezeichnung von der neuen Shimano GRX Zweifach Di2 Gravel Gruppe. Neu darin sind das Schaltwerk, die STIs und der Umwerfer. Geblieben sind hingegen Kassette und Kette und die Bremsen. Bevor ich euch die Besonderheiten von Schaltwerk, STIs und Umwerfer erkläre, kurz ein Wort zu den Übersetzungen. Nämlich dadurch, dass Kurbeln und Kassetten unverändert geblieben sind, gibt es hier keine Neuigkeiten. Ihr habt vorne die Wahl entweder 4831 oder 4630. Bei der Kassette habt ihr die Wahl zwischen einer 1134er Übersetzung und einer 1136er Übersetzung. Im Gegensatz zum SRAM-Pendant kommt die neue Shimano GRX Di2-Schaltung nicht komplett kabellos. Das kennt man ja von den Shimano Di2-Schaltungen. Hier sind Umwerfer und Schaltwerk mit kleinen Kabeln miteinander verbunden und die werden zentral aus einem Akku gespeist. Das Aufladen funktioniert hinten übers Schaltwerk. Und dieser Ansatz der zentralen Stromversorgung hat laut Shimano den Vorteil, dass es eine ganze Ecke robuster sein soll und weniger komplex sein soll. Die neuen STIs sind laut Shimano speziell an die harten Anforderungen von langen Gravel-Ausfahrten, von Gravel-Rennen und von tagesfüllenden Abenteuern ausgelegt. Die Oberfläche ist so gestaltet, dass sie besonders viel Grip bieten soll durch eine spezielle Texturierung. Außerdem sind die Bremshebel rutschhemmend und die Form ist jetzt ein bisschen runder, sodass sie gut zu Lenkern mit viel Flair passt. Wir kennen das ja, Gravel-Lenker verfügen im Vergleich zu herkömmlichen Rennradlenkern über mehr Flair und die Form der neuen Shimano GRX Di2 STIs soll sich eben dieser Lenkerform nahtlos einfügen. Was in den Dual-Control-Hebeln ebenfalls noch cool sind, sind die frei belegbaren Di2-Tasten. 3 Stück gibt es an jeder STI. Und die könnt ihr euch so programmieren, wie ihr wollt. Also verschiedene Schaltfunktionen könnt ihr damit belegen oder aber auch beispielsweise die Funktion, euren Radcomputer mit den Tasten an den STIs direkt zu steuern, dass ihr während der Gravelfahrt nicht irgendwie vorne am Lenker rumfummeln müsst, sondern das einfach direkt über die STIs machen könnt. Und die Belegung könnt ihr über eine dazugehörige App praktisch frei bestimmen. Das neue Shimano GRX 825 Schaltwerk hat die bekannte Shimano Shadow RD Plus Technologie und verfügt außerdem über den bekannten Klatschmechanismus, der die Kette auf Spannung halten soll. Gerade bei Gravel-Ausfahrten, wenn es auch mal in etwas unwegsameres Gelände geht, ist ja viel Kettenspannung sinnvoll, um einfach ein Schlackern der Kette und damit einhergehende störende Geräusche zu vermeiden. Das neue Schaltwerk ist kompatibel mit Übersetzungen von entweder 1134 oder 1136 und eben auf 12 Gänge ausgelegt. Gewichtstechnisch liegt das neue Shimano GRX Di2 Schaltwerk laut Shimano bei 310 Gramm. Der Umwerfer ist komplett neu entwickelt worden und hat auch so ein paar Besonderheiten. Unter anderem ist die Kettenlinie um 2,5 mm nach außen versetzt worden. Das soll laut Shimano mehrere Vorteile bieten. Unter anderem eine bessere Kompatibilität mit breiten Gravel-Reifen und damit einhergehenden etwas breiteren Hinterbauten. Und außerdem sollen die Selbstreinigungseigenschaften bei Ausfahrten in nicht ganz so optimalen Bedingungen, also bei Dreck, bei Matsch und so weiter, besser sein. Gewichtstechnisch liegt der neue Shimano GRX Di2 Umwerfer laut Shimano bei 142 Gramm. Bleibt abschließend noch die Frage nach Preisen und Verfügbarkeit. Die neue Shimano GRX Di2 Gruppe ist ab sofort erhältlich, sowohl an Kompletträdern als auch die einzelnen Komponenten. Das Schaltwerk hat eine unverbindliche Preisempfehlung von 369,95 €. Der Umwerfer kostet etwas mehr als 200 € und die STIs inklusive Bremssätteln kosten sowohl fürs Vorderrad als auch fürs Hinterrad jeweils etwa 450 €. Das heißt, komplett kommt man hier auf Preise von etwa 1475 € und verbindliche Preisempfehlungen. Mal schauen, wie sich da letzten Endes die Straßenpreise einpendeln werden.
Alle weiteren Infos zur neuen Shimano GRX Di2 findet ihr im Artikel auf unserer Website, den wir euch verlinken. Und an diesem schönen Arc 8 neben mir werden wir die Performance der neuen Shimano GRX Di2 in den nächsten Wochen und Monaten ausgiebig testen. Wenn ihr unser Testvideo von der neuen Shimano GRX Di2 nicht verpassen wollt, dann würde ich euch jetzt empfehlen, unseren Kanal zu abonnieren. Ansonsten, wenn ihr irgendwelche Fragen zur neuen GRX Di2 habt, dann postet sie einfach hier unten in die Kommentare und wir werden euch gerne weiterhelfen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!